Hey Leute, nach langer ersehnter Sommerpause sind wir endlich wieder für euch am Start. Wir präsentieren euch heute live die 34. Folge von Artist Talk. Mit dabei der Artist Zulu mit souligem Afrobeat aus München. Was euch erwartet, seht selbst. Vergisst nicht, unseren Channel zu abonnieren, aktiviert die Glocke and please leave a comment. Baby girl, it's your birthday. Throw that ass for me, it's your birthday. I just wanna spend it, it's your birthday. Can I eat your cake, it's your birthday. Baby girl, it's your birthday. Money time, give me calypso, girl, give me calypso. Give me that, give me that, give me that. Now all the calypso, they make you the wine so. Baby, why not? Give me calypso, girl, give me calypso. Give me that, give me that, give me that. The way you, the one you, they make me the colo. Zunächst mal schön, dass du den Weg zu uns ins Studio gefunden hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Dankeschön. Und bei dir? Ja, mir geht's auch gut, dank dir. Zulu, wer bist du? Was macht dich aus? Erzähl mal ein bisschen was über dich. Was macht deine Musik aus? Ja, also ich bin sehr Zulu und meine Musik, was meine Musik ausmacht. Also ich habe so eine verschiedene, vielfältige Musik. Ich mache ab und zu mal Afrobeat und ab und zu Hip-Hop und auch mit verschiedenen Sprachen. Also ich mache Pidgin English und auch Deutsch. Vielleicht mal kurz erklären, was für die Leute, die das nicht kennen, was das ist? Pidgin English ist eine westafrikanisches Englisch. Nigeria sprechen das, Ghana sprechen das und ein paar Länder sprechen das auch. Und ja, das ist das Englisch, was ich für meine Musik oft benutze. Und ich habe auch ein Lied auf Deutsch. Oh, perfekt. Ja. Kannst du vielleicht auch da mal gerade ein Beispiel machen, also von diesem Pidgin English? Also ein Beispiel geben, damit die Leute mal wissen, das Wort ist auf Englisch so und dann das Wort ist dann das Wort eben in deinem Dialekt? Ja, how you day? How you day ist, wie geht's, how are you? Ah ja, cool. Ja, das ist Nice. Ja, das ist sozusagen ein gebrochenes Englisch, Okay. aber das nennt man Pidgin English. Wie bist du zu deiner Musik gekommen? Also sagen wir mal so, ich bin seit ich 16 Jahre alt bin ich in Deutschland gekommen und da war schon mein Traum Musik und wollte immer Musik machen, habe erst einmal mit Tanzen angefangen. Oh wow, was für Tanz, wenn ich fragen darf? Ich habe früher Afro-Dance und so Krass. Hip-Hop getanzt. Okay, krass, cool. Aber jetzt mache ich mehr Musik und mische das auch dazu in meinem Musikvideo. Wer inspiriert dich? Ich selbst. Du, ja? Genau. Also natürlich habe ich ja Künstler, wo ich gerne mal anschaue. Das sind Wizkid. Okay. Wizkid und ich habe Michael Jackson auch früher gefeiert. Ja gut, das ist klar. Ja. Krass. Ja, aber auf jeden Fall schaue ich King mir of Pop, ne? Das ist immer... Genau. Ja, King of Pop. Okay, das bedeutet, du holst jetzt keinen Style oder so von Wizkid oder von irgendeinem Artist, wo du sagst, okay, der hat das und das, keine Ahnung, outfitmäßig oder so und dann, okay, du willst auf gar keinen Fall kopieren, sondern wirklich dich selbst so. Genau, ja. Also ich habe meinen eigenen Stil. Deswegen habe ich auch gesagt, ich mache auch nicht nur mit meiner eigenen Muttersprache das Lied, also mein Lied. Ja. Ich mache auch sozusagen auf Deutsch und das ist halt was anderes, was noch nicht in deutsches Musikszene noch nicht gibt. Also Deutsch mit Dancehall sozusagen gemischt. Genau, Deutsch mit Afrobeats. Sozusagen. Afrobeats, ja genau. Okay. Wie heißt der Song, also den du auf Deutsch da gemacht hast? Es heißt Wahnsinnig. Wahnsinnig? Genau. Und ist das vom Gefühl her, also fühlst du dich dann eher, also in welcher Sprache kannst du dich am besten präsentieren? Also am besten Broken English, würde ich sagen. Ja, genau. Weil das einfach von deiner Heimat ist, ne? Genau, ja. Aber da fühlst du dich am sichersten, sag ich mal. Also ich habe bis jetzt nur ein Lied auf Deutsch gemacht. Okay. Genau. Respekt, trotzdem perfekt. Also ich meine, gerade wie gesagt, weil du bist ja nicht so lange hier in Deutschland und dann ist das wirklich, also ja, Kompliment. Herausforderung. Dankeschön. Ja, gerne. Was hörst du gern für Musik in deiner Freizeit? Also wie ist das? Hörst du da am meisten die Musik von anderen Künstlern oder ist es auch wirklich so, dass du sagst, nee, ich habe irgendwie gar keinen Bock, mir immer die Sachen von anderen Leuten anzuhören, sondern ich höre am liebsten meine Tracks? Ist das da so? Oder also, hast du dann... Ich höre verschiedene Musikrichtungen an. Okay. Ich bin nicht so eine Person, der vielleicht nur Hip-Hop hört oder nur Afrobeats. Ich höre mir von verschiedenen die Musik an und baue auch sozusagen meine eigene
eine eigene Kreativität auf. Also genau. Aber ich habe kein spezielles. Okay, also vielleicht kommt das je nachdem, in welcher Phase du gerade bist. Vielleicht manchmal will man ja lieber irgendwas Langsames, manchmal hat man Bock auf Party oder so, dann muss ein Party-Track her oder so, wahrscheinlich, oder? Nehme ich mal an. So. Genau, aber 50%, also mehr höre ich eher Afrobeat. Afrobeats, Genau, und die Reste, also höre ich immer so Hip-Hop und Trap, die neueste Musik und so, genau. Auch Deutschrap. Okay, was hörst du da an Deutschrap, wenn ich fragen darf? Was hörst du da so? Luciano. Luciano. Genau. Und ich höre auch meine Jungs hier von München, die auch Musik macht. Grüße gehen raus, ne? Grüße gehen raus. Ja. Und genau, Thema Artists, die jetzt irgendwie in München sind. Hast du da irgendwie, also magst du es lieber alleine als Künstler zu sein? Also sprich dann wirklich dich selbst so zu vermarkten oder hast du auch voll auf Bock irgendwie auf Features? Also schaust dann irgendwie, dass du hast einen Track und irgendwie am Start und sagst dann so, nee, ich möchte lieber da brauche ich jetzt eine Frau irgendwie, die irgendwie die Hooke singt oder da brauche ich noch einen anderen Rapper oder so, der mich unterstützt. Wie bist du da so drauf? Also wie ist das da so bei dir? Also ich bin eine sehr offene Künstler. Ja. Ich liebe das mit anderen Künstlern zu arbeiten. Was ich auch schade finde hier in München, dass wir das sozusagen nicht supporten, sich gegenseitig supporten. Und, genau, gegenseitig auch supporten und ich bin sehr offen. Ich habe meine EP kommt auch jetzt raus. Ich habe ein paar Künstler auch da gefeatured und auch meine letzten Musikvideos und ein paar Musik, was ich schon rausgebracht habe, waren auch also gefeatured und habe auch ich liebe das einfach mit anderen Künstlern zu arbeiten. Okay. Und gibt es da auch ist da irgend so ein Lieblingskünstler dabei, mit dem du zusammengearbeitet hast? Also ist da irgendwas, wo du jetzt sagst, okay, das da war beste Cooperation meines Lebens so? Oder sagst du eher, ja, es war eigentlich alles gleich gut? Oder ist da irgendwas jetzt, was dir noch gerade im Hinterkopf irgendwie ist, so, wo du sagst, okay, mit dem Künstler oder der Künstlerin muss ich unbedingt nochmal was machen, weil da hat einfach die Chemie so krass gut gepasst und so? Shoutout to Teddy Boy. Okay. Ja, Grüße gehen auch hier raus. Genau. Ja, ich habe schon mit ihm ein Lied gemacht und das war schon ein gutes Erlebnis, würde ich mal sagen, und Erfahrung. Auf jeden Fall, ich arbeite gerne mit Künstlern. Okay, cool. Das bin ich. Sehr gut, sehr gut. Ja, es ist auch, ich finde also irgendwie Künstler sollten sich auch unterstützen, weil ich denke mir so, das Musikbusiness ist sowieso schon so hart und irgendwie alleine muss man wirklich schon so krass kämpfen. Und ich denke mir so, wenn man dann zusammen ein geiles Produkt auf die Beine stellt, dann besser geht's ja nicht, weil im Endeffekt, wenn man danach dann zusammen Erfolg hat, dann so what? Also ist ja perfekt. Hast du recht, ja. Also so sehe ich das. Ja, was steht als nächstes bei dir so an? Also was müssen die Leute unbedingt wissen, was jetzt als nächstes von Zulu kommt? Ja, also mein EP kommt bald raus und die heißt? Die heißt... Ich muss den Leuten sagen, damit die auch wirklich wissen, wie... Allow the Melody Speak, ATMS. Allow the Melody Speak. Ja, ATMS heißt es, Abkürzung. Und ich droppe das bald und ich habe wie immer gute Sounds da drin. Und bitte streamt, weil diese EP ist heiß. Es ist... Also alle die EP streamen, alle Zulu unterstützen und ja, unterstützen, supporten. Und du produzierst alles selbst, also produzierst, wie machst du, also wie müssen sich das die Leute vorstellen? Also ich nehme immer beim Soundstar Studio auf, hier wo wir sind. Und produzieren tue ich nicht selber. Ich habe meine eigenen Producer und Shoutout to Dave, Chief Dave. Er ist eine sehr gute Producer. Ja? Genau, und ich schreibe auch meine eigenen Tests, also ich schreibe meine eigenen Songs. Alles selbst. Genau, alles selbst. Wo nimmst du deine Inspiration her? Sind das Sachen aus deinem eigenen Leben oder erfindest du da irgendwelche Dinge von Geschichten oder erfindest du die Geschichten, wenn dir irgendwelche Stories erzählt werden, was den Leuten passiert ist, dann wandelst du die in einen Song um? Also wie ist das so bei dir? Ich bin eher eine Künstler für nur Good Vibes und ich mache eher Partylieder mehr und Liebe-Lieder, also Love Songs. Ja, Love Songs. Genau, aber ich bin nicht so der Person, der Geschichte gerne erzählt. Ja, okay, aber das sind jetzt trotzdem dann Songs aus deinem Leben, Sachen, die du erlebt hast, oder sind das dann einfach irgendwie Songs, die du
irgendwelche Storys, die du erfindest? Wie ist das? Weil manchmal gibt es ja Künstler, die haben irgendwas erlebt, irgendwie die Liebe ist auseinandergegangen oder so, ein Freund hat verlassen oder so und dann muss man eben das in einem Song so sozusagen verarbeiten und dann schreibt man eben den Song. Und wie ist das jetzt so bei dir? Also, doch, das stimmt. Also in meinem EP ist es auch so eine Lied auch da. Also es gibt schon was, was eigentlich von meiner... Was du erlebt hast, genau, sozusagen, ja. Was ich erlebt habe und deswegen habe ich auch ein Lied in meinem EP. Okay. Und das heißt All Over. All Over, ja. Ja, und es ist sozusagen und das auf herzbrechendes Lied. Genau. Heartbreaker. Genau. Aber ansonsten, also bin ich eher für die Good Vibes. Okay, super. Ja, einfach damit, weil das Leben ist sowieso schon hart genug und damit man dann so ein bisschen abschalten kann und eben. Genau. Und würdest du sagen, du hast ja auch gemeint, du hast einen Tanz angefangen. Kannst du besser tanzen oder besser singen oder besser Songs schreiben? Oder was würdest du sagen, so wenn du irgendwie das einstufen müsstest? Platz 1 ist das, Platz 2, also wie würdest du das so kategorisieren? So dein Können, dein Talent. Ich tanze, aber seit langem habe ich jetzt nicht mehr geübt. Nicht mehr getanzt. Ja, aber ich tanze kannst du bestimmt immer noch. Liegt ja im Blut und ja, genau. Aber nicht mehr so wie früher. Ich würde sagen, das ist 50-50. Also, okay, also 50, okay. Genau. Aber du siehst dich dann trotzdem eher als Artist, als Musiker, ne? Genau. Ja. Was hält deine Familie davon, dass du Musik machst? Also stehen die dahinter oder sind die eher so, ja, meine Mama sagt lieber, nee, will sie nicht oder Geschwister, hör auf damit? Meine Familie stehen 100% hinter mir. Sehr gut, sehr gut. Ja, und das ist stolz, stolz auf dich. Alles, was ich brauche. Super. Ja. Und deswegen gebe ich auch mehr Feuer. Sehr gut. Weil die mich auch unterstützen. Sehr gut. Und die feiern auch die Tracks, die du hast, ne? Ja. Bestimmt komplett happy mit den Tracks und stolz, ja. Okay, super. Und wie war das Jahr bis jetzt für dich? Also hast du schon irgendwelche richtig krassen Musikerfolge gefeiert? Hatte schon sehr viele Auftritte gehabt. Hier so in München oder? In München, der erste Afro-Festival hier in München. So ein großes wahrscheinlich, ne? Genau. Bestimmt so ein ganz großes. Habe ich hier zweimal performt. Oh, wow. Genau. Nice. Außerhalb München habe ich auch performt. Also es gibt schon ein paar Momente, wo ich mir denke, das ist genau einfach, richtig. Genau, das ist einfach das was du machen willst. Ja. Okay, super. Und was machst du lieber? Also bist du lieber auf der Bühne, so der Performer, oder bist du eher die Person, die vielleicht sogar am besten ist, wenn es im Studio ist, wo man eher so ein bisschen relaxed, also gechillter ist? Oder sagst du, am besten bist du auf der Bühne, weil da sind die Leute, da ist die Crowd? Ich würde sagen, unterschiedlich. Also okay. Am Anfang fühle ich schon die Musik im Studio, also 50-50. Aber nach der ganzen harten Arbeit hat das andere Gefühl, wenn du das einfach in einen anderen Lautsprecher hörst und auch mit Leuten das hört. Weil das ist halt ein anderes Gefühl. Auch, es gibt mir einfach diese Gänsehaut und deswegen, ich bin auch so eine Person, ich performe gerne. Ja. Du bist dann vielleicht besser auf der Bühne, ne? Besser. Wie gesagt, genau, ich mache immer Partylieder und das, also ich tanze und auf der Bühne raste ich aus und so bin ich. Ja, weil ich glaube, weil man einfach die Atmosphäre ist ja viel besser dann, gerade bei Partymusik, wenn du halt auf der Bühne bist und die ganzen Menschen dann siehst, als wenn du jetzt im Studio bist, dann klar, du kannst es vorstellen, aber das andere ist ja live. Das heißt, du siehst ja genau dann, okay, und du siehst auch, wie die Leute abgehen, wie die Leute feiern und so und dann kriegst du ja direkt nochmal so ein krasseres Gefühl. Also stelle ich mir so vor. Das stimmt, ja. Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, okay, aus diesem Grund bin ich einfach anders? Ja, also die Frage ist schon ein bisschen... Ist nicht so einfach, ne? Ist nicht so einfach. Also... Ja, es gibt auch nicht so einfache Fragen hier. Hier trägst du auch eine große Kette auf jeden Fall. Genau, also wie ist das da so auf der Bühne? Wie fühlst du dich da am wohlsten? Oder ist es immer unterschiedlich? Kommt es auf die Tagesform irgendwie an? Also auf der Bühne mag ich keine Kette anzuziehen. Gar keine, ne? Nee. Okay. Also mag ich, also wenn dann vielleicht nur eine. Okay, aber nicht so viele. Genau. Und auf der Bühne bin ich auch so eine Person, ich mag eher am besten oberkörperfrei. Oh, okay. Körper immer frei, weil ich mag nicht so schwitzen auf der Bühne, weil ich raste, wie gesagt, ich raste aus. Ja, klar. Wenn man tanzt, also schwitzt man. Ja, klar.
ich bin sozusagen nicht so eine Artist, der steht oder so. Ich bewege mich. Ja, klar. Und klar. Ja, Handtuch brauche ich. Oberkörperfrei, Schuhe. Und Schuhe hast du dann wahrscheinlich Turnschuhe, oder? Also Genau, Turnschuhe. Sneaker. Mhm. Okay. Und hast du auf der Bühne auch irgendwie Background-Sängerin oder wie ist das so? Hast du dann noch Tänzerin? Wie muss man sich das vorstellen? Also so ein Gig? Es ist noch in Planung. Also bis Okay. jetzt hatte ich das noch nicht. Ja. Aber das würde ich schon gerne. Willst du, ne? Ja. Wahrscheinlich, genau. Das wäre schon cool. Weil kommt dann einfach besser. Also Background-Sängerin oder so brauchst du wahrscheinlich nicht, oder? Oder irgendwie. Nicht, nee. Aber Tänzer Genau, dann. Tänzer. Ne? Genau. Okay, Sulu, das war's auch schon. Dankeschön. Ich hoffe, es hat dir gefallen, hat dir Spaß gemacht? Sehr gefallen. Hat dir gefallen, ja? Ja. Das freut uns sehr zu hören. Ja, wo kann man dich finden? Wo findet man dich im Netz? Was muss ich eingeben, wenn ich mehr von Sulu erfahren möchte? Also auf YouTube, Ja. Zoo Records, kannst du mich da finden. Zoo Records und in Instagram Zulus Room. Ja. Auf Spotify kannst du mich auch finden. Was gibt's noch bei Google? Google muss man deinen Namen eingeben. Überall, Leute. Also Genau. ihr könnt mich überall folgen, auch in TikTok. Ich bin auch in TikTok. Super. Und, genau. Folgt mich und ja. Und Auftritt ist momentan, steht noch keiner an. Der nächste Auftritt, oder? Nee, noch steht nicht, aber bald. Aber bald. Okay, aber dann erfahren wir das auch auf jeden Fall auf allen, in den sozialen Medien, also auf all deinen Kanälen. Genau, 100%. Okay, super. Also, Leute, checkt die ganzen Pages von Sulu ab und vielen lieben Dank nochmal, dass du da gewesen bist. Dankeschön. Mach's gut, mach weiter so. Ciao. Ciao. Das war die 34. Folge von Artist Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergisst nicht, unseren Channel zu abonnieren, aktiviert die Glocke, lasst einen Kommentar da und schaut vorbei auf unserer Seite soundstarstudios.de. Dort findet ihr alle Links zu unserem Merch. Danke fürs Einschalten, macht's gut. Ciao.